Du ein Bild auf Deutsch beschreiben, länger als nur einen Satz? Viele Lernende sehen ein Bild und sagen nur, ich sehe einen Mann, er fährt Fahrrad, es regnet. Das ist nicht falsch, aber für die B1-Prüfung ist es zu kurz. In diesem Video lernst du, wie du ein Bild Schritt für Schritt beschreibst. Du lernst, wie du anfängst, wie du mehr Details beschreibst, wie du eine Vermutung machst, wie du deine Meinung sagst und wie du typische Fehler vermeidest. Die wichtigste Struktur für deine Bildbeschreibung hat 6 Schritte. Erstens, der Ort. Wo ist die Szene? Zweitens, die Personen. Wer ist auf dem Bild? Drittens, die Gegenstände. Was siehst du noch? Viertens, der Hintergrund. Was sieht man weiter hinten? Fünftens, die Vermutung. Was passiert wahrscheinlich? Und sechstens, die Meinung. Was denkst du über das Bild? Hier sind wichtige Redewendungen, die du benutzen kannst. Auf dem Bild sieht man, links, rechts oder in der Mitte sieht man, im Hintergrund sieht man, während, wahrscheinlich, vielleicht, deshalb und mir gefällt das Bild, weil. So fängst du an. Erst der Ort, dann die Personen, danach wichtige Details und am Ende Vermutung und Meinung. Bevor wir mit den Beispielen anfangen, schauen wir uns kurz an, was du vermeiden solltest. Fehler Nummer 1: Du sagst nur einen Satz. Ich sehe einen Mann. Das ist zu kurz. Ein Satz ist nicht genug für eine gute B1-Bildbeschreibung. Fehler Nummer 2: Du gibst zu wenig Details. Ich sehe 2 Personen. Sie sind in einem Café. Das ist richtig, aber noch zu einfach. Fehler Nummer 3: Du vergisst Vermutung und Meinung. Besser ist, nicht nur einen Satz. Beginne mit dem Ort. Benutze links, rechts und Mitte. Beschreibe Handlungen und vergiss Vermutung und Meinung nicht. Jetzt kommt Beispiel 1. Fahrrad im Regen. Pausiere das Video kurz und beschreibe das Bild selbst. Eine sehr kurze Antwort wäre: Ich sehe einen Mann, er fährt Fahrrad, es regnet. Das ist grammatisch okay, aber für B1 ist es zu kurz. Wir brauchen mehr Details. Nützliche Wörter für dieses Bild sind der Radfahrer, der Fahrradweg, die Regenjacke, der Helm, das Rücklicht, der Stau, die Kreuzung und die Ampel. Ein guter B1-Satz ist: Während die Autos im Stau warten, kommt der Radfahrer schneller voran. Jetzt kommt die Musterantwort. Auf dem Bild sieht man eine nasse Straße in der Stadt an einem regnerischen Tag. Ein Mann fährt auf dem Fahrradweg mit dem Rad. Er trägt eine dunkle Regenjacke und einen Helm. Sein Rücklicht leuchtet rot, damit die Autofahrer ihn im Regen besser sehen. Links stehen mehrere Autos im Verkehr. Rechts stehen Bäume und moderne Gebäude. Weiter vorne an der Kreuzung ist die Ampel grün. Während die Autos im Stau warten, kommt der Radfahrer schneller voran. Er ist wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit, deshalb fährt er auch bei Regen mit dem Rad. Mir gefällt dieses Bild, weil Radfahren in der Stadt oft praktischer ist als Autofahren. Für die Prüfung: Nutze während, um 2 Situationen zu vergleichen. Jetzt kommt Beispiel 2. Im Café. Pausiere das Video kurz und beschreibe das Bild selbst. Eine kurze Antwort wäre: Ich sehe 2 Personen. Sie sind in einem Café. Der Mann hat einen Laptop. Auch das ist richtig, aber für B1 ist es noch zu einfach. Wir brauchen mehr Struktur und mehr Details. Nützliche Wörter für dieses Bild sind das Café, die Theke, das Gebäck, das Notizbuch, der Laptop, die Tasse Kaffee und zusammenarbeiten. Ein guter B1-Satz ist: Während der Mann am Laptop arbeitet, macht sich die Frau Notizen. Jetzt kommt die Musterantwort. Auf dem Bild sieht man 2 Personen in einem gemütlichen Café. Die Frau links trägt einen hellen Pullover und schreibt etwas in ihr Notizbuch. Der Mann rechts trägt ein blaues Hemd und arbeitet an seinem Laptop. Auf dem Tisch stehen eine Tasse Kaffee und ein Glas Wasser. Im Hintergrund sieht man eine Theke mit Gebäck und große Fenster mit viel Licht. Während der Mann am Laptop arbeitet, macht sich die Frau Notizen auf Papier.
Sie arbeiten wahrscheinlich zusammen an einem Projekt, deshalb sitzen sie an einem Tisch. Mir gefällt dieses Bild, weil man nicht nur im Büro gut zusammenarbeiten kann. Für die Prüfung. Nutze während, um 2 Handlungen gleichzeitig zu beschreiben. Zum Schluss kommen 7 Prüfungstipps für deine Bildbeschreibung. Tipp 1. Beginne mit dem Ort. Tipp 2. Beschreibe Personen und Handlungen. Tipp 3. Nutze links, rechts und in der Mitte. Tipp 4. Nenne wichtige Gegenstände. Tipp 5. Füge eine Vermutung hinzu. Zum Beispiel wahrscheinlich oder vielleicht. Tipp 6. Gib deine Meinung mit einem Weil-Satz. Tipp 7. Sprich in ganzen Sätzen. So klingt deine Antwort klarer, natürlicher und besser für B1. Jetzt bist du dran. Beschreibe die 2 Bilder laut. Fahrrad. Café. Wähle ein Bild und beschreibe es mit allen 6 Schritten. Ort, Personen, Gegenstände, Hintergrund, Vermutung, Meinung. Speichern, üben, laut sprechen. Bis zum nächsten Mal.